Ich stehe hier vor Europas größtem Musikhaus und ich nehme dich heute mit in den Shop. Viel Spaß! Sozusagen Software, ne, für Studio, Hardware für Studio, aber auch Synthesizer. Ne? Also jetzt, das sind ja keine MIDI-Keyboards mehr, sozusagen. Das schon, ne? Ja. Aber das andere sind alles Synthesizer, haben wir teilweise eine Orgel auch da, Hammond und Konsorten. Ne? Das heißt, das haben wir ja auch in der Abteilung vor Ort. Aus dem Grund, das hat sich so entwickelt. Ne? Ja. Genau. Und natürlich sehr gut frequentiert die Abteilung, ganz klar, weil das ist für Gitarristen interessant mittlerweile. Früher musste man ja, weißt du, selber irgendwie in ein Studio irgendwie gehen und das da buchen. Ganz ehrlich, das kann man jetzt fast schon selber machen. Ne? Ja. Also unser letztes Album haben wir komplett selber gemacht und das war 18 in den Charts, also Okay. Albumcharts. Ne? Und das haben wir zu Hause aufgenommen. Ja. Und das ist absolut möglich. Das wäre, also ich glaube, vor 15 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Ne? Genau, da gehen wir nochmal dahinter, da haben wir dann 2 Demo-Studios. Ja. Was natürlich dementsprechend dann auch immer kommt, sind Demo-Materialien für das eigene Studio. Ne? Ja. Aus dem Grund, wie gesagt, weil es jetzt relativ einfach ist, gut aufzunehmen. Ja. Braucht man eigentlich nur noch den guten Raum. Ja. Und deswegen, also wir stehen teilweise jetzt auch mit uns selber her. Ne? Genau. Also wir haben auch mal den einen oder anderen Partner von uns auch dann hier, der dann irgendwelche speziellen Kampagnen mit uns dann macht und hier auch zum Beispiel aufnehmen. Also es ist nicht nur, dass man es anschauen kann, sondern man kann hier auch richtig aufnehmen. Okay. Mhm. Genau. Ja. Also so ein typisches Home-Recording-Studio würde ich das jetzt mal sagen, natürlich, ja klar. Mit Grundsetup würde ich jetzt mal fast schon sagen. Ne? Obwohl die meisten Leute haben fast keine 19 Zoll Geräte mehr. Ne? Ich meine, Universal Audio und Co. sei Dank, ne? Da gibt es jetzt wirklich sehr, sehr gute Sachen schon, ne? Ja. als Plugins. Ja, dann schauen wir mal weiter. Das zweite Studio haben wir auch noch. Ja gut, und das ist jetzt halt schon ein bisschen größer und professioneller. Ne? Das ist jetzt, Ja. Da haben wir sozusagen eine Filmvertonung nachgebaut sozusagen. Und hier findest du auch noch richtig, richtig schöne Sachen. 19 Zoll Hardware. Auch hier noch Manly Voxbox haben wir zum Beispiel nochmal hier. Warte mal, hier ist er genau. Also richtig geile Teile irgendwie, aber klar, die kosten halt irgendwie. Die Manly kostet glaube ich 4,5 irgendwie sowas in die Richtung mittlerweile. Ja. Aber auch wirklich ein tolles Instrument. Und obwohl man auch sagen muss, UAD hat das Ding ja auch nochmal nachgebaut für ihre Plugins. Das ist auch schon echt gut gemacht. Ne? Also die Plugins werden auch mittlerweile richtig gut. Genau. Nur wichtig halt immer Shit in, Shit out. Ne? Also Ja. das Signal, was du reinhaust, das soll gut Meistens so. sein. Ne? Genau. So, genau. Und da haben wir noch verschiedene Abhören. Das heißt, hier kann man, wenn man jetzt sagt, okay, man sucht jetzt Studiomonitore, Ja. könnte man seine eigene CD mitbringen und sagen, okay, pass auf, ich möchte jetzt mal verschiedene Abhören einfach mal anhören, ja. Ich weiß nicht, was nutzt du gerade an? Aktuell nutze ich nur Kopfhörer. Okay. Da bin ich auch noch auf der Suche nach einem passenden Monitorset. Mhm. Also da bin ich auch wirklich am Überlegen, was passt da am besten für die Räumlichkeit, was ist da angemessen. Mhm. Gerade von der Größe von dem Raum ist es ja meistens entscheidend. Genau, ja. Und wie man die dann verwendet, wahrscheinlich ist es auch entscheidend, für welchen Zweck die verwendet werden. Genau, so ist es, Da gibt es ja. ja wahrscheinlich auch welche, die mehr Bässe haben, mehr Höhen haben. Einige Boxen klingen wahnsinnig gut, wenn du so eine Alligator-CD hernimmst. Ne? Das ist ja so zwischen Pop und Hip-Hop mittlerweile. Ne? Ja. Dann hörst du die gleiche CD nochmal auf einem Neumann-Set an zum Beispiel und sagst, boah, das klingt voll flach irgendwie. Ne? Deswegen, es kommt ein bisschen auf den Musikstil an. Ich habe tatsächlich wirklich den Neumann mittlerweile. Okay. Ähm, Die sind noch am teuersten. Wahrscheinlich, oder? Nee, da gibt es doch teure. Und ich habe auch wirklich nur die Basis irgendwie. Die habe ich hier. Okay. Ja, also so ein mittleres Objekt sozusagen und auch ohne Subwoofer. Ja. Aber wie gesagt, deswegen haben wir diesen Showroom dann auch, dass man einfach noch ein bisschen reinhören kann Ja, am Ende ja. des Tages. Ne? Das ist schon wichtig. Ist bei Kopfhörern ja genauso. Ja, genau. Wenn du jetzt irgendwelche Beats holst irgendwie, dann machst du wahrscheinlich schon Hip-Hop, ne? Dass du gleich dieses Feeling hast. Hörst du da, keine Ahnung, Simple Plan drauf oder was weiß ich was, dann klingt es sehr matschig wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau.
Cool. Ja, dann schauen wir weiter, hätte ich gesagt. Ja. Dann würde ich gleich mal auf Schlagzeug gehen. Sehr gut. Hast du die E-Drum auch, oder? Genau, im Proberaum haben wir ein ganz altes Roland stehen. Ja. Wird aber wenig verwendet und hat noch nicht mehr die Qualität, die man sich noch erhofft. Also es lässt halt dann auch nach der Zeit, je nachdem wie das verwendet wurde. Für mich ist das Thema mit den E-Drums auch. Ja, ich habe nie richtig angefangen. Ich habe mal eins im Studio gehabt und habe dann Addictive Drums angeschlossen und das war auch für die Demos alles geil irgendwie, ja. Aber richtig fett irgendwie, ne? Ja. Das ist irgendwie nicht. Also Vor allem auch die Dynamik fehlt mir da ein bisschen, auch das Spielgefühl von den Fällen ist ja echt ganz anders. wird besser. Also Wird besser, stimmt, genau. Ja, das sind jetzt Passendes Beispiel. Genau, ja. Aber trotzdem bin ich da noch zu weit weg. Ne? Ja, das fehlt mir auch echt. Ja. Nee, ich hab ein Gretsch-Set, auch ein ganz simples irgendwie und das klingt sehr voluminös irgendwie, ja. Hat echt gute Tiefen auch, ja. Und das ist echt eine schöne Sache. Aber wie gesagt, für einen Proberaum oder wenn man schnell ein Demo irgendwie eintraut, ey, zack, und du brauchst halt nichts mikrofonieren. Und Addictive Drums und Co. haben ja mittlerweile auch echt ordentliche Sounds. Ne? Auch für kleinere Locations ist das ja meistens auch besser geeignet, Genau. wenn die Akustik nicht so gut ist. Ja. Genau, da tut sich auf jeden Fall einiges im Moment. Das sieht man, glaube ich, auch. Ne? Also, wie gesagt, die Käfig-Szene, es sieht ja fast schon aus wie ein analoges Set. Ne? Genau. Von den Sounds auch, aber ja, vom Spielgefühl, das muss jeder selber wissen am Ende des Tages. Ne? Geschmackssache. Es gibt ja Leute, die auch komplett alles triggern. Ne? Rammstein zum Beispiel macht das ja mittlerweile auch. Ne? Ja, aber das ist Geschmackssache. Genau. Wie es man am Ende des Tages auch haben möchte. Ja. Jo, dann gehen wir mal zu den akustischen. Ja. Was übergeht sind irgendwie seit knapp 15 Jahren. Das sind immer so Phasen irgendwie, mal mehr, mal weniger, ne? Aber auf einmal waren Cajons da. Ja. Das ist wie in der Gitarrenabteilung die Ukulelen. Auf einmal waren die da, ja, und das läuft Keiner dann weiß, 5 woher Jahre. die kamen. Ja, genau. Und dann war das 5 Jahre aktuelles Thema und dann ebbt es halt wieder ab. Ja, ne? Cool. Hier sind so knapp 150 bis 200 Becken dann immer drin. Zurzeit sogar ein bisschen mehr. Der neue Beckenraum, den wir haben, der hat über 1100 Stück. Genau. Das heißt, das ist dann auch der größte Beckenraum natürlich auf der Welt. Ja. Das wird richtig gut und man kann dann auch das ordentlich anspielen. Im Moment hier siehst du es ja, also du kannst natürlich schon mal einen Stick nehmen und mal draufklopfen, aber dass du es mal richtig spielen kannst, ist natürlich schwierig. Hier hast du ein Set, würde schon gehen. Aber in den neuen Räumlichkeiten haben wir dann bessere Möglichkeiten. Aber wie gesagt, da schauen wir. Ich schau mal, ob wir dann überhaupt reinkommen, weil der Boden, glaube ich, gerade verlegt ist. Nur fürs Schauen wir nur von außen rein. Das hält sich also hier sehr stark in Grenzen. Ne? Ja. Im neuen Raum haben wir über 140 Stück. Okay. Ja, also das wird richtig groß. Ja, das sind knapp 400 Quadratmeter. Ja, das ist schon auch schon. Genau. Ja. Okay. Hi. Hi. Der ist heute ist gut, Okay. Also hier siehst du es dann. Also hier ist komplett analoge Drums. Ja. Ja, und eben auch mit so, ich sag jetzt mal Showkabinen. Ne? Und hier sind 3 Anspielräume, da stehen eigentlich nur Racks drin. Okay. Weil alle anderen analogen Drums auch gesteckt sozusagen hier komplett außen drin dann stehen. Und du kannst sagen, ich möchte mal das antesten. Dann kommt der Mitarbeiter, zack, nimmt das Teil, haut es ans Rack ran und dann kannst du es anspielen. Krass. Genau. Das heißt, die Räume sind eigentlich immer leer, bis auf die Racks, die halt drin stehen. Ja. Und das ist dann das Nährraum. Okay. Dieser Bereich. Der war früher sozusagen hier der Bereich, der jetzt gerade durchgelaufen sind. Da passen halt so knapp 70, 80 mehr rein. Ne? Das sind jetzt hier, ich glaube, das sind mehr. Ja, so 300, 350. Und hier in diesen 2 kleineren Räumen haben wir noch unsere Kapsel dann ausgestellt sozusagen, dass wir dann sagen, okay, ich spiele jetzt erstmal Platz 1 und Platz 2 und schau mal, wie es funktioniert. Ne? Ja. Den Beckenraum zeige ich dir auch nicht ganz. Ja. Also riesen Baustelle noch, aber das heißt hier, die Steckdosen, das sind sozusagen immer die Platzhalter für die Warenträger, also für die Regale, die dann immer außen rum. Und da sind dann sozusagen dann alle Becken drin, plus hier in den mittleren Reihen, wo dann hier die Steckdosenleisten sozusagen sind, oder die Revisionsklappen, kommen halt auch noch Regalflächen dann nochmal rein. Genau, und dann kommt man am Ende des Tages auf über 1100 Stück. Ja. Also dann werden wir fast alles, was wir auch haben, ausstellen können. Insgesamt nochmal 1400 verschiedene Becken. Also alle werden wir auch nicht hinkriegen, aber ist auch nicht notwendig, weil du hast auch manchmal Becken, die sind so speziell, da hast du auch nur 2 da und du weißt, okay, die reichen für ein Jahr oder so. Das ist okay. Genau.
Genau, dann gehen wir außen wieder rein. Ja. Und der andere Bereich drüben bleibt dann auch gleich. Ja. Der bleibt auch für Drums und den können wir dann eher noch ein bisschen anders aufbauen. Ne? Genau, das können wir mal so rumlaufen. Von der Akustik hier ist es noch nicht so geil. Ja. Wir haben zwar schon sehr gute Decken, ja, und die sind sehr gedämmt. Der Boden ist auch nicht direkt der Boden, sondern es ist auch nochmal entkoppelt. Trotzdem können wir auch mal da reingehen. Ne? Ja. Das Loch ist ein bisschen problematisch noch mit der Dachkuppel, das merkst also, wenn du jetzt hier klatscht, hier, ne? Es ist relativ trocken, hier ist es schallt halt nochmal zurück. Das ist ja noch nicht optimal, aber das kriegen wir dann schon hin. Cool. Genau. Und hier stehen dann, wie viel stehen hier drin? 10? Ne? 10 und da drüben stehen 7 drin, ja. Und haben auch Verlusten, also die könntest du hier eigentlich auch anspielen, ne? Wie das dann vom Sound ist, müssen wir halt dann nochmal checken. Also das Gute ist zweischichtiges Glas, ne? Das heißt, du hörst nach außen halt schon relativ wenig. Das ist zumindest das Ziel. Also das ist auch wichtig hierfür. Von der Lautstärke ist auch die alte Abteilung schon sehr schwierig, muss ich sagen. Genau. Ja, wie gesagt, also knapp 1,5 Monate wird es noch dauern. Jetzt, wenn wir von Mitte Mai sprechen, da haben wir relativ gut Puffer noch drin. Also Ziel ist eigentlich Mitte April, dass wir fertig werden. Das ist also die größte Abteilung, nicht nur was wir an Instrumenten natürlich auch ausgestellt haben, sondern natürlich auch vom Umsatz. Klar, Gitarre läuft immer. Ja. Corona ging los und jeder hat so gemeint, okay, na gut, jetzt wird mein Urlaub vielleicht flacher fallen oder sonst was. Dann setze ich die Kohle irgendwie anders an und kaufe mir eine neue Gitarre oder sonst was, ja. Und genau, also mit Abstand die größte. Machen wir auch doppelt so groß, das heißt, das, was wir jetzt in dem Bereich haben, kommt sozusagen gespiegelt nochmal auf die andere Seite, okay. Dass wir dann eben doppelt so viel ausstellen können. Wir kommen jetzt gleich rein. Die linke Wand ist sozusagen unsere Gitarrenwall mit eigentlich unseren wichtigsten Brands, Fender, Gibson, Ibanez, aber auch da unsere eigene Marke Harley Benton. Ja. Und ja, das schlägt fast immer ein, wenn man dann halt so reingeht, weil es halt bis oben hingeht. Ne? Aber ja, wir gehen einfach mal rein in den Bereich. Ja. Genau. Haben wir natürlich auch wahnsinnig Zulauf, ne? Das muss man auch noch sagen. Hast du es ja mitgekriegt, wir sind jetzt ja nicht in irgendeiner Innenstadt, genau. Sondern auf gut Deutsch am Arsch der Welt. Ja. Und das ist dann auch immer krass, wie viele Leute dann auch teilweise dann hier dann, also vor allem am Wochenende, ne? Ja. Man ist immer sehr stark, dass immer locker in einem vierstelligen Bereich, was die Gäste angeht. Aber wenn du auch hier an einem Montag und Eva mal hinkommst, da sind trotzdem mal 100 Leute da. Das ist schon krass irgendwie. Und die kommen halt speziell deswegen, weil sie genau wissen, die haben dann auch immer alles da. Und wenn sie es nicht im Laden haben sie es ja im Lager und dann können wir es halt auch runterliefern lassen. Das ist nicht nur für Gitarren, gilt für Studioartikel, gilt für Schlagzeuge und so weiter und so fort. Und genau. Ja, also wie gesagt, das sind hier unsere Eigenmarken. Ich spiele auch sehr viel Gitarre, ja. Und kenne die ersten, also dieses Jahr wird die Marke 25 Jahre alt. Ich kenne die ersten Varianten dieser Marken auch schon. Die waren noch nicht ganz so ausgereift, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mittlerweile sind die echt sehr, sehr stark. Und das ist jetzt vergleicht mit der Ibanez zum Beispiel. Ja. Kostet vielleicht die Hälfte, sowas die Richtung, das sind aber mindestens genauso gut. Das sind echt gute Teile geworden. Ich spiele eine sogar live mittlerweile und eine Akustikgitarre auch live, von Marconi. Und das ist absolut performant, also verstimmen sich kaum, easy to handle, also auch leicht zu spielen. Ne? Und wenn doch was ist, Zeitenwechsel oder sonst was, geht es genauso schwierig oder genauso leicht wie bei einer anderen auch. Ne? Das ist entspannt, ja. Genau. Cool. Ja. Und das merkt man auch, also ganz stark, wir haben in den USA vor allem ganz viele Fans, die das dann kaufen, da gibt es offizielle Fanclubs. Okay. Und das wird ganz anders irgendwie, muss man echt sagen. Und in Deutschland haben wir es, obwohl es der Heimatland ist, deutlich schwerer, weil die halt sehr kritisch sind, ne? Muss man auch mal sagen. Die Deutschen stehen ja auch speziell immer auf die großen Marken erst und die muss halt erst entwickelt werden. Aber mittlerweile sind wir auch echt auf dem guten Trichter, würde ich sagen. Jo, dann gehen wir einmal rum. Ich meine, hier unten sind erst die E-Gitarren und E-Bässe. Ukulelen sind halt jetzt gerade der letzte Schrei. Aber man merkt schon irgendwie eher schon wieder am Abklingen, ne? Genau. Da gab es, glaube ich, Anfang der 2000er auch mal so einen Boom, wo Stefan Raab dann mit TV Total angefangen hat, weil der auch immer Ukulele gespielt. Ja. Da war auch schon mal so ein Boom. Aber gerade ist es echt Wahnsinn, muss ich sagen. Ja. Richtig gut. Und du siehst auch, also die sehen jetzt ja auch mittlerweile auch ganz anders aus wie früher. Früher sah irgendwie alle gleich aus wie das Modell eigentlich, ne? Aber mittlerweile verschiedene Modelle einfach, ne? Ja. Gut.
Dann machen wir nochmal eine Abteilung. Und hier auch ganz speziell, hier arbeiten tatsächlich nur studierte Musiker. Okay. Weil die Kunden nicht so wollen. Ja. Wie gesagt, das erste Mal haben wir hier Professoren, ja, weil sehr, sehr, wie gesagt, bekannte Leute und die wollen halt dann so auch beraten werden in dem Bereich, ne? Genau. Das sind jetzt so Handpans, so nicht so ganz so professionell. Ja. Grüß Gott. Hallo. Genau. Und hier haben wir Pause, ne? Ja. Haben wir auch schon relativ ausgedünnt. Und da geht es dann in den Alten rüber. Ich kann sogar einen Mitarbeiter hier mal spielen siehst, ne? Das ist der Wahnsinn. Die haben ja dann irgendwie 4 Klöppel irgendwie. Genau. Ja. Also ich kann das null, überhaupt nicht. Ich finde es aber auch sehr spannend, weil die meisten populären Musiker, die hier kommen, und sagen, okay, da muss ich ja versuchen, erstmal das aufzunehmen und dann nochmal zu transponieren, weil die Sachen sind immer sehr unterschiedlich gestimmt. Der ist jetzt Okay. 42 zum Beispiel, das heißt, der normalerweise nimmt man auf 440 auf, ne? Oder teilweise auf 432. Ja. Das heißt, da muss man hier noch ein bisschen was behandeln. Genau. Aber sehr spannendes Thema und wie gesagt, ein wahnsinnig tolles Publikum, sehr spezielle Leute eben auch. Ne? Aber ja, da sind wir auch gut aufgestellt und wie gesagt, auch die Mitarbeiter, die wir haben, die sind alle studiert. Und das ist auch zwingend notwendig. Ja, muss klar. man echt Für sagen. die Experten, Genau. die dann beraten können. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und ja, also wie gesagt, da sind wir eigentlich auch relativ gut ausgestattet, ne? Muss man auch sagen. Also in sämtlichen Größen und auch was die Marken angeht, haben wir eigentlich fast alles, was so der Weltmarkt hergibt, muss man so sagen. Genau. Jo, und dann schauen wir mal nochmal in die Custom Guitars, wenn heute jemand da ist, dann mal kurz schauen. Ja. Aber das ist dieser Bereich, wo ich schon mal gesagt habe, okay, ist es jetzt eine Gitarre oder ist es eine Finanzanlage? Okay. Ja. Schauen wir mal. Also wie gesagt, das ist dann der Custom-Gitarre-Bereich. In erster Linie dann schon, also nur große Marken. Hier findest du jetzt keine Harley-Band. Okay, ne? okay. Also PRS haben wir hier auf jeden Fall. Das ist gerade super. Gibson Garage Fender, ne? Und das sind dann wirklich ganz, ganz spezielle Sachen. Das siehst du auch, da ist kein Preisschild oder sowas dran. Ne? Ja, was kostet das so ungefähr? Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Also zwischen 5 und 25 ist auf jeden Fall immer möglich. Ne? Diese, also die 150.000, die waren dann schon, das ist dann wirklich so ein Unikater, ne? Muss man auch sagen. Aber das ist, ja, wir haben zum Beispiel eine mal von George Harrison von den Beatles, der hat das selbst bemalt, die hat, okay, ich glaube 25.000 Euro. Das müsste Fender gewesen sein. Krass. War das eine Strat? Ja, ich glaube eine Strat war das. Ja, genau. Aber es gibt trotzdem immer jemanden, der das dann bezahlt oder sich als Anlage dann aufhängt zu Genau, Hause. absolut, ja. Und wenn du auf die Bühnen schaust, ich meine, schau dir mal die Coldplay oder Andy, Ja. genau die spielen diese Geräte irgendwie, ja. Also selbst glaube ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt größer hätte wie Coldplay, glaube ich, wäre es für mich zu schade, das Ding dann auf der Bühne zu spielen, weil du weißt ganz genau, du ächzelst irgendwo an oder der Sänger rennt in dich rein, Ja. wie es eben ist. Genau, und weiß ich nicht, aber wenn man sich vielleicht leisten kann, dann vielleicht schon. Ja. Aber das ist schon echt heftig, ja, muss man echt sagen. Nee, schöne Teile. Für mich als Gitarrist gibt natürlich das Herz immer auf. Glaube ich. Aber, also eine habe ich auch hier mal gekauft gehabt, eine Brian Setzer, Garage. Sonderedition in Purple, also in Lila. Ja, und die ist bei mir seitdem zu Hause im Koffer. Ja. Und vielleicht kommt sie irgendwann mal rein und ich raus und ich hänge sie mal ins Wohnzimmer. Mhm. Ja. Ach, spielen tust du das eigentlich nicht. Das So ist abstauben. Ja, genau. Richtig. Ja, das sind halt schöne Dinger, ne? Eigentlich viel zu schade, um zu spielen und das sehe ich bei der Gretsch halt bei mir. Danke. Ciao.